Je später der Abend, desto fröhlicher die Stimmung. Ja, die kleine Nachtmusik braucht ein schwungvolles Ende. Und wir hören jetzt vom HR Sinfonieorchester den 4. und letzten Satz. Ihr erinnert euch, im ersten Satz gab es einen Ohrwurm zum Mitsingen. Im zweiten Satz eine Romanze fürs Herz und im dritten Satz ein Menuett zum Mittanzen. Jetzt kommt das Rondo. Ihr wisst, wenn hier so ein Wort eingeblendet ist, unbedingt merken. Das sind unsere Gadgets und die braucht ihr fürs Quiz am Ende. Ich finde ja, der 4. Satz, das klingt schon so ein bisschen wie Musik für Gewinner. Die kleine Nachtmusik ist schon sehr, sehr gut erforscht, aber es gibt immer noch Geheimnisse. Niemand weiß, ob das Stück gespielt wurde, solange Wolfgang Amadeus Mozart lebte. Niemand weiß, warum er dieses Stück komponiert hat. Und das ist sehr ungewöhnlich, denn Mozart hat nie zum Spaß komponiert. Er hat das immer nur gemacht, wenn er einen Auftrag hatte. Und dann gibt es auch noch dieses Mysterium. Wir schreiben den 10. August 1787. Wolfgang Amadeus Mozart komponiert in seiner Wohnung in Wien ein Stück, das in die Musikgeschichte eingehen wird. Die kleine Nachtmusik. Auf der ersten Seite der Partitur schreibt er, das Stück habe 5 Sätze. Doch heute sind nur 4 Sätze erhalten. Niemand weiß, wo der verschollene 5. Satz abgeblieben ist. Woher wissen Forscher überhaupt, dass es 5 Sätze waren? Habt ihr vielleicht eine Idee? In den Originalnoten, die heute noch erhalten sind, konnte man sehen, dass ein paar Seiten ausgerissen wurden. Was hat er wohl mit diesen Noten gemacht? Ein großes Geheimnis. Wo sind die Noten hin? Was hat er damit gemacht? Eins der ganz großen Rätsel der Musikgeschichte. Bleiben wir bei den Fakten und dazu befrage ich jetzt eine Musikerin vom HR Sinfonieorchester, und zwar die Nadine. Nadine, der letzte Satz ist ja ein Rondo. Was heißt das eigentlich genau, Rondo? Ein Rondo heißt, dass es ein Stück ist, in dem die erste Melodie immer wieder kommt. Also die Melodie, mit der das Stück vorgestellt wird, kommt zwischendrin, während anderes gespielt wird, trotzdem immer wieder. Okay, kannst du uns diese Melodie, die immer wiederholt wird, mal spielen? Die kommt also immer wieder und dann werden andere Teile dazwischen gesetzt. Genau. Sag mal, was magst du eigentlich an der kleinen Nachtmusik? Warum gefällt die dir denn besonders gut? Man kennt sie einfach schon so lange. Das ist eines der ersten Stücke, was man in der Musikschule, im Streichorchester spielt. Da habe ich zum Beispiel auch kennengelernt. Und es ist einfach unheimlich eingängig. Jeder Satz. Man kann eigentlich jeden Satz mitsingen. Und gleich werden wir euch noch mal spielen hören. Vielen Dank, dass du uns das vorgestellt hast, das Rondo. Gleich werden wir noch mehr dazu hören. Jetzt gibt es aber erstmal noch den Hinweis, wenn ihr noch mehr über die Instrumente erfahren wollt, dann klickt mal hier unten auf den Link The Young Person's Guide to the Frankfurt Radio Symphony. Da erfahrt ihr noch mehr über die Instrumente. Und jetzt werden wir uns das Rondo noch einmal anhören und versuchen, die verschiedenen Teile herauszuhören. Es gibt Rondo und dazwischen kommt ein Couplet. Mal gucken, ob wir es finden. Das ist das Rondo-Thema. Das kennen wir ja schon. Und jetzt beginnt das Couplet.
und danach wieder das Rondo. Die wiederkehrende Rondo-Melodie lässt sich übrigens super für eine Body Percussion nutzen. Body Percussion nennt man es, wenn man seinen Körper als Schlagzeug einsetzt. Ich zeige euch das mal. Eigentlich ganz einfach. Damit ihr gleich richtig gut mitgrooven könnt, blenden wir euch Symbole ein. Das ist beide Hände auf die Brust. Dann rechte Hand auf rechten Schenkel, linke Hand auf linken Schenkel. Alles klar bei euch? Okay, jetzt könnt ihr also mit dem HR Symphonieorchester zum 4. Satz der kleinen Nachtmusik so richtig mitgrooven. Viel Spaß! Ich habe ja jetzt nicht sehen können, was ihr da zu Hause gemacht habt, aber ich bin mir sicher, ihr wart top. Und weil wir gerade so schön in Fahrt sind, geht's jetzt weiter mit unserem Quiz. Wir kommen zur ersten Frage. Wie nennt man den letzten Satz der kleinen Nachtmusik? Ist es ein Rambo, eine Rumba oder ein Rondo? This is a Rondo. Alles andere ist Käse. Wir loggen Rondo ein und, naja, wer soll's besser wissen als Mozart selbst? Natürlich ist es ein Rondo. Zu welcher Jahreszeit hat Mozart eigentlich die kleine Nachtmusik geschrieben? War es im Frühling, im Sommer, im Herbst oder im Winter? Das kann ich euch genau sagen. Und zwar am 10. August 1787. Es war also Sommer. Boah, ist das heiß hier. Ihr müsst es ja wissen. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Wie nennt man das eigentlich, wenn man seinen Körper als Schlagzeug benutzt? Ist es Body Lotion, Body Percussion oder Bodybuilding? Body Percussion? Was ist denn das für ein neumodischer Quatsch? Also eine Body Percussion ist vielleicht Quatsch, macht aber total viel Spaß und stärkt das Rhythmusgefühl. Wir loggen mal Body Percussion ein und klaro, ist natürlich richtig. Wenn ihr jetzt nicht alles richtig hattet, ist überhaupt nicht schlimm. Ihr könnt alles noch einmal nachlesen. Klickt einfach hier auf den Link, der bringt euch zur Übersicht, wo ihr euch alles noch mal in Ruhe anschauen könnt. Und übrigens, wenn ihr euch mal die ganze kleine Nachtmusik anhören wollt, dann findet ihr hier einen Link, der euch weiterbringt. Wir hören uns jetzt aber den letzten Satz an, gespielt vom HR Symphonieorchester, das Rondo. Viel Spaß bei diesem Satz und bei eurer Body Percussion. Ich sage Tschüss und bis bald bei Classic Hits mit Juri.